Mein Name ist Markus. Ich bin nicht glücklich und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder glücklich sein werde. Das klingt dramatisch, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich war einmal ein anderer Mensch. Jemand, der morgens aufgewacht ist und sich auf den Tag gefreut hat. Jemand, der laut gelacht hat. Jemand, der geglaubt hat, dass das Leben gut ist und bleibt. Heute wache ich auf und fühle dieses Gewicht. Jeden Morgen. Dieses schwere, stille Gewicht in der Brust, das einfach da ist. Ich habe gelernt, damit zu leben. Aber verschwunden ist es nie. Es gibt einen Grund dafür. Ihren Namen sage ich nicht gerne. Aber ich sage ihn trotzdem. Laura. Sie war mein Leben. Und dann war sie weg. Nicht gestorben, einfach weg. Mit einem anderen Mann, mit meinem besten Freund. An einem Abend, als ich im Büro saß und Pläne zeichnete für ein Haus, das wir zusammen bewohnen wollten. Ich habe dieses Haus nie gebaut. Seitdem habe ich viele Häuser gebaut. Aber dieses eine nie. Seitdem lebe ich allein. Nicht, weil ich keine andere Wahl hätte, sondern weil ich gelernt habe, dass Nähe wehtut. Und ich habe genug Schmerz gehabt. Mein einziger stiller Wunsch, den ich manchmal nachts denke, wenn die Stadt ruhig ist. Ich wünsche mir, dass jemand einfach neben mir sitzt, ohne etwas zu wollen. Einfach da ist. Das klingt so klein. Für mich ist es alles. Mein Leben ist sehr geordnet. Das ist kein Zufall. Ordnung ist mein Schutz. Jeden Morgen wache ich auf, bevor der Wecker klingelt. Ich mache Kaffee, schwarz, ohne Zucker. Ich trinke ihn am Fenster. Ich schaue auf die Stadt. Die Menschen eilen, reden, lachen. Ich beobachte sie. Ich bin nicht dabei. Das ist okay. Das ist sicher. Mein Büro ist ruhig. Mein Schreibtisch ist ordentlich. Meine Stifte liegen in einer geraden Linie. Alles hat seinen Platz. Wenn alles seinen Platz hat, kann nichts überraschen. Und ich hasse Überraschungen. Ich habe genug Überraschungen gehabt. An einem Dienstagmorgen höre ich es durch die Wand. Schritte. Das Schieben von Möbeln. Jemand zieht in das Atelier neben meinem ein. Ich schaue nicht nach. Ich arbeite weiter. Aber die Stille neben mir fühlt sich plötzlich anders an. Nicht leer. Bewohnt. Das ist ein Unterschied, den ich nicht erwartet habe. Und ich hatte doch gesagt, ich hasse Überraschungen. Kurze Pause. Ich hoffe, die Geschichte gefällt dir bis jetzt. Falls du Deutsch nicht nur hören, sondern auch wirklich verstehen und sprechen willst, habe ich ein Buch geschrieben. Kurze, spannende Geschichten auf Deutsch, die dich Schritt für Schritt weiterbringen. Jetzt online erhältlich. Link ist in der Beschreibung oder angepinnt als Kommentar. Und jetzt weiter mit der Geschichte. Viel Spaß. Ich sehe sie zum ersten Mal an einem Mittwoch. Sie steht im Flur, sie trägt eine alte Kamera um den Hals. Schwer, schwarz, analog. Sie schaut mich nicht an. Sie schaut durch das Fenster am Ende des Flurs. Irgendwohin, wo ich nicht bin. Ich nicke. Sie nickt zurück. Kein Wort. Gut. Ich mag keine unnötigen Worte. Ich lerne Dinge über sie, ohne zu fragen. Ihr Name ist Elena. Sie ist Fotografin. Sie kommt früh, sie geht spät. Durch die Wand höre ich manchmal das Klicken ihrer Kamera. Einmal, zweimal, dreimal. Dann Stille. Wir teilen den Flur. Wir teilen die Kaffeemaschine. Sie trinkt Kaffee mit viel Milch. Ich trinke ihn schwarz. Wir stehen manchmal gleichzeitig in der Küche. Wir sagen nichts. Die Stille zwischen uns ist nicht unangenehm. Sie ist wie eine Vereinbarung, die wir nie getroffen haben. Nach einigen Wochen merke ich etwas. Ich warte auf das Klicken ihrer Kamera. Wenn es kommt, bin ich ruhiger. Wenn es fehlt, fehlt etwas. Ich sage mir, das ist Gewohnheit. Nur Gewohnheit. Ich lüge mich an.
Das merke ich erst später. An einem Freitagabend finde ich ihre Kamera im Flur. Sie liegt auf dem Boden, vor ihrer Tür. Ich hebe sie auf. Sie ist schwer. Das Leder ist abgenutzt und warm, wie etwas, das man sehr lange sehr oft getragen hat. Ich klopfe. Keine Antwort. Sie ist schon weg. Ich nehme die Kamera mit in mein Büro. Ich stelle sie auf den Schreibtisch. Ich sollte sie einfach dort lassen und warten. Das wäre das Richtige. Aber dann sehe ich es. Das kleine Display auf der Rückseite. Ein Foto ist noch geöffnet. Ich will es nicht sehen. Ich sehe es trotzdem. Ein leerer Stuhl. In einem leeren Zimmer. Abendlicht von links, warm und müde. Der Stuhl steht allein. Er wartet auf niemanden. Oder er hat aufgehört zu warten. Ich starre auf dieses Foto. Ich denke an Laura. Ich denke an den leeren Stuhl an unserem Tisch, nachdem sie gegangen war. Ich habe diesen Stuhl irgendwann weggestellt, weil ich ihn nicht mehr ansehen konnte. Ich lege die Kamera hin. Ich gehe nach Hause. Aber das Foto geht mit mir. Es schläft in meinem Kopf. Die ganze Nacht. Am Montag kommt Elena nicht. Ihr Atelier ist dunkel. Die Tür ist zu. Ich stelle die Kamera vor ihre Tür und gehe zurück in mein Büro. Ich versuche zu arbeiten. Meine Linien sind nicht gerade. Meine Proportionen stimmen nicht. Ich zeichne und lösche. Zeichne und lösche. Das Klicken der Kamera kommt nicht durch die Wand. Die Stille neben mir ist anders als sonst. Sie ist leer. Nicht ruhig. Leer. Ich kenne diesen Unterschied sehr gut. Nach Laura war meine Wohnung auch leer. Nicht ruhig. Leer. Ich hatte das vergessen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Am Dienstag kommt sie zurück. Ich höre ihre Schritte. Ich höre, wie sie die Kamera aufhebt. Eine kurze Pause. Dann klopft sie an meine Tür. Sie steht da. Sie hält die Kamera. Ihre Augen sind grau. Das habe ich vorher nicht bemerkt. »Danke«, sagt sie. Nur dieses eine Wort. Ich nicke. Sie geht. Ich schließe die Tür. Ich lehne mich dagegen. Das Wort hängt noch im Raum. Danke. Ein Wort. Und trotzdem fühlt sich meine Brust seltsam an. Voll. Nicht leer. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wir fangen an zu reden. Wenig. Kleine Sätze. Guten Morgen. Der Kaffee ist zu stark heute. Es regnet wieder. Kleine Worte, die nichts bedeuten und alles bedeuten. Sie bedeuten, ich sehe dich. Ich bin hier. Das reicht. Eines Abends arbeiten wir beide spät. Das Gebäude ist fast leer. Ich höre ihre Tür. Ihre Schritte in der Küche. Ich stehe auf. Ich sage mir, ich brauche auch Kaffee. Das stimmt nicht. Ich will einfach nicht allein sitzen. Sie steht am Fenster und schaut auf die Stadt. Ich stelle mich neben sie. Wir schauen zusammen. »Was fotografierst du eigentlich?« frage ich. Sie denkt nach. »Dinge, die gleich verschwinden«, sagt sie. Dinge, die die meisten Menschen nicht sehen, weil sie zu beschäftigt sind. Etwas in mir wird ganz still. Ich kenne dieses Gefühl. Dinge zu sehen, die andere übersehen. Das ist mein Leben. Das ist meine Einsamkeit. Und plötzlich ist sie nicht mehr nur meine. Wir stehen noch eine Weile am Fenster. Die Stadt bewegt sich. Wir nicht. Ich gehe irgendwann zurück in mein Büro. Ich setze mich. Ich sitze einfach da. Ich lächle. Ganz leise. Ganz kurz. Als wäre ich aus Übung. Sie sagt es mir an einem Donnerstagmorgen. Wir stehen in der Küche. Das Licht ist noch grau. Sie hält ihre Tasse mit beiden Händen und schaut nicht auf. Dann sagt sie es einfach. Ich bin krank, Markus. Ich sage nichts. Ich lasse die Worte da sein. Sie sagt, nicht die Art von krank, die schnell wieder besser wird. Vielleicht irgendwann. Vielleicht nicht. Ich schaue sie an. Ihre Augen sind ruhig. Nicht traurig. Ruhig.
Als hätte sie das schon lange getragen und irgendwann gelernt, es zu tragen, ohne zusammenzubrechen. Ich denke an Laura. Ich denke, wie ich damals zusammengebrochen bin. Wie lange es gedauert hat, wieder aufzustehen. Und ich denke, diese Frau ist stärker als ich. Ich frage nicht viele Fragen. Nur eine. Was brauchst du? Sie denkt nach. Dann sagt sie, ich will etwas machen, das bleibt. Einen Raum, einen kleinen Raum in der Stadt. Einen Ort, wo Menschen einfach innehalten können. Ohne Lärm, ohne Ablenkung. Nur Licht und Stille. Einen Raum, der da ist, wenn ich nicht mehr da bin. Meine Hände halten die Kaffeekasse. Ich sage, ich baue ihn. Sie schaut mich lange an. Dann nickt sie. Nur einmal. Aber es ist das stärkste Ja, das ich je gehört habe. Stärker als jedes Versprechen, das Laura mir je gegeben hat. Wir arbeiten zusammen. Ich zeichne. Sie fotografiert. Wir sitzen abends nebeneinander. Ich zeige ihr Pläne. Sie zeigt mir Bilder. Wir reden. Über Licht, über Stille, über Räume, die atmen, über Dinge, die bleiben. Ich habe noch nie so gearbeitet. Normalerweise baue ich, was jemand bestellt. Diesmal baue ich, was jemand braucht. Das ist ein riesiger Unterschied. Elena weiß genau, was sie will. Keine harten Ecken, Licht von oben, einen Boden, der warm ist, eine Bank, die einlädt zu bleiben. Keine Geräusche von draußen. Nur die Stille, die man selbst mitbringt. Ich arbeite nachts an den Plänen. Ich denke an jeden Zentimeter. Ich denke an die Menschen, die eines Tages in diesem Raum sitzen werden. Traurige Menschen, glückliche Menschen, einsame Menschen. Und ich denke, ich hätte diesen Raum auch gebraucht. Nach Laura, einen Ort, wo man einfach sitzen darf, ohne Erklärung, ohne Plan. Einmal legt Elena die Hand auf einen meiner Pläne. Sie sagt nichts, aber ihr Gesicht sagt alles. Es stimmt, sagt ihr Gesicht. Genau so. Der Raum ist fertig an einem Herbstmorgen. Wir stehen davor. Die Stadt schläft noch fast. Das Licht kommt durch das Dachfenster genau so, wie wir es geplant haben. Warm. Ruhig. Elena geht hinein. Langsam. Sie schaut die Wände an. Den Boden. Die Bank in der Mitte. Sie setzt sich. Sie schließt die Augen. Ich stehe an der Tür. Ich sage nichts. Ich schaue sie einfach an. Und ich merke, dass ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit jemanden anschaue, ohne Angst zu haben. Nach einer langen Weile öffnet sie die Augen. Sie schaut mich an und sie lächelt. Kein höfliches Lächeln. Ein echtes. Tief. Das Lächeln eines Menschen, der angekommen ist. »Danke«, sagt sie. Dieses Wort wieder, aber diesmal klingt es wie alles auf einmal. Ich setze mich neben sie. Wir sitzen zusammen in dem Raum, den wir gemeinsam gemacht haben. Das Licht bewegt sich langsam über den Boden. Die Stadt erwacht draußen. Wir sitzen still. Unsere Stille. Die bewohnte, warme, vertraute Stille. Ich denke an das Foto auf ihrer Kamera. Der leere Stuhl. Der Stuhl, der aufgehört hatte zu warten. Dieser Raum hier ist kein leerer Stuhl. Dieser Raum wartet auf jeden. Und ich sitze nicht mehr allein. Kurze Unterbrechung. Wenn du gerade Deutsch hörst und verstehst, dann machst du bereits mehr als die meisten. Und falls du noch weiterkommen willst, habe ich genau das Richtige für dich geschrieben. Ein Buch voller Geschichten, die dein Deutsch auf das nächste Level bringen. Link unten in den Kommentaren. Die Monate gehen weiter. Elena kommt jeden Morgen. Manche Tage ist sie müde, manche Tage ist sie stark. Ich lerne den Unterschied zu sehen. Nicht, weil sie es mir erklärt, sondern weil ich gelernt habe, wirklich hinzuschauen. Das hat sie mir beigebracht, ohne es je zu lehren. Wir gehen manchmal durch die Stadt. Sie zeigt mir Dinge, die ich nie gesehen habe.
Ein alter Briefkasten, ein Schatten auf einer Mauer, eine Pfütze, in der sich der Himmel spiegelt. Ich zeige ihr, wie ein Gebäude atmet, wie ein Raum Menschen führt, ohne dass sie es merken. Wir tauschen unsere Arten zu sehen. Das ist das Schönste, was ich je geteilt habe. Eines Abends frage ich sie: »Hast du Angst?« Sie denkt nach. »Manchmal«, sagt sie, »aber weniger als früher.« »Warum weniger?« Sie schaut mich an. »Weil ich weiß, dass etwas bleibt«, sagt sie. »Der Raum bleibt, die Fotos bleiben. Und das hier bleibt auch. Irgendwie.« Ich nicke. Ich denke an Laura, an alles, was ich verloren habe. Und dann denke ich an Elena, an alles, was ich gefunden habe, ohne es zu suchen. Ich bin nicht mehr allein in meiner Stille. Ich bin still mit jemandem zusammen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Aber ich habe es verstanden. Und das reicht.